Hier ist gestern Nacht eine Schnecke drüber gelaufen. Hab leider nur Shampoo und Taschentücher. Gucken, wie es geht. Okay, der Boden war schräger als gedacht. Und es war auch ein bisschen kalt heute Nacht. 10 Grad oder so. Ja. Ich werde mich jetzt ins Tale begeben und von da aus einen Zug nehmen nach Quedlinburg. Das wird das erste Weltkulturerbe auf meinem Trip. Ich rate allen, die in Ostdeutschland Zug fahren wollen, kauft euch ein Ticket. Das lohnt sich, denn in jedem Zug sind Kontrolleure. Westdeutschland und Österreich auch, Schwarzfahren hat immer geklappt, aber nicht in Ostdeutschland. Die stellen wohl mehr Kontrolleure ein. Weil die öffentlichen Toiletten in der Stadt erst um 10 Uhr aufmachen, bin ich jetzt nochmal hier zu Bode gegangen, aber da das Wasser hier sehr braun und dreckig aussieht, habe ich mich dann einfach mit meinem Kirschwasser gewaschen. Ich gehe jetzt gleich nochmal zur Stiftskirche. Das ist die berühmte, dafür wo Quedlinburg berühmt ist, und dann werde ich zur Autobahnauffahrt. Okay, leider ist das Welterbe nicht zugänglich. Das ist die Stiftskirche St. Servatii von Quedlinburg. Ich dachte, da mache ich Frühstück, aber dann muss ich woanders hingehen. Zum Frühstück gibt es Weizenmischbrot mit bayerischem Alpenweichkäse. Und hier ist schon die Straße zur Autobahnauffahrt Quedlinburg. Dann geht es gleich weiter mit Trampen. Keine schöne Auffahrt. Aber muss. Der Spot. Ich stehe vor einem Autobahnkreuz und versuche die Leute abzufangen, die nach Halle fahren. Gerade hat mich auch der Jugendtrainer von Union Berlin mitgenommen, der jetzt aber aufgehört hat und jetzt Pädagogik studiert und Psychologie. Da steht wieder Polizei. Hoffentlich werde ich nicht wieder mitgenommen. Oder hoffentlich werde ich mitgenommen und nach Halle gefahren. Den Familienanwalt. Okay. Was sagt die Johanna dazu? Ja, alles Blödsinn. Denke ich auch, oder? Ja. Ja, das mit der Arbeit soll er doch mal bereit. Du, das ist wurscht, dann ziehen wir die ganzen Leute ran, dann ziehen wir die alle rein als Zeugen, die 150 Leute, die bei den Feldtagen waren. Ja, der braucht sich nie mehr in Sachsen sehen zu lassen mit irgendeinem landwirtschaftlichen Projekt. Ja, weil mir macht es nichts aus. Mir ist es völlig wurscht. Uns kann das total egal sein. Dann kriegt er eine Zeugenliste, und da haben wir Fotos und alles Mögliche. Ja? Ja.
Dann sehen wir zur Not die Hotels, wo ich übernachte. Ach, ich weiß schon, wen wir da holen. Da holen wir seine beiden Freunde, wo ich immer übernachtet habe. Jetzt hat er nämlich sich selber ein Ei gelegt. Da kann er zusammenpacken, ja, wenn er das will. Da machen wir halt monatelang Prozess draus aus der Sache. Wenn er es wirklich drauf anlegt. Mich jetzt der Lutz mitgenommen und es geht nach Bayern. Das sein Auto Isuzu. Ja, gerade Pause mal. Ich bin in Regensburg. Es hat mich diesmal der Lutz mitgenommen und Lutz verkauft irgendwie Pressen und hatte auch ein Kundengespräch mit einem Herr Luemba aus Kamerun, dem er jetzt Pressen verkauft. Lutz hat auch weitere gerichtliche Streitigkeiten. Davon habe ich auch was eingefangen, eben hat man gehört. Lutz wäre noch weitergefahren nach Straubing und dann weiter nach Niederbayern rein. Aber ich bin in Regensburg ausgestiegen. Auch, ja, ich war hier halt noch nie und es ist auch ein Welterbe. Ja, dann haben wir schon das zweite Welterbe. Lutz wollte mich auch auf der Autobahn rauslassen. Und ich habe ihm gesagt, dass man ja auch runterfahren könnte und dann wieder drauf fahren könnte. Ja, und dann kam meine Ausfahrt und dann hat er vor der Ausfahrt gehalten und hat gefragt, ob ich jetzt aussteigen kann. Aber dann meinte er, er würde sowieso nicht mehr links auf die Spur kommen und hat mich dann trotzdem noch rausgefahren. Ja. Hey, es gibt hier Bird E-Roller. Das heißt, ich muss morgen nicht mit dem Bus zur Autobahnauffahrt fahren. Jetzt dachte ich gehe in der Donau schwimmen, aber die ist genauso braun. Was ist das? Besonderer Dank an den Aufsteller dieser Toilette. Ich werde da hinten wahrscheinlich zelten. Und alle, die zu dieser Toilette wollen, müssen durch diesen Wasserlauf, der um einiges breiter und tiefer ist, als er aussieht. Manche springen, kriegen dann aber die Füße nass, manche ziehen sich die Schuhe aus und wieder an. Wie ich. Ich warte lieber noch mit der Aufstellung des Zeltes und bereite mein Essen, mein Abendessen zu. Äpfel mit Joghurt, ein Müsli. Weil Lutz hatte mich auch gewarnt, die Fanfaren in Bayern spielen anders. Und bevor ich hier richtig Stress mit der Polizei bekomme, halte ich mich lieber an die Dunkelheit. Okay, Zelt steht. Gute Nacht. Heute Nacht soll es allerdings noch kälter werden, 8 Grad. Ja, mal sehen, wie sich das anfühlen wird.